Hallo meine Lieben, erstmal alles Gute zum neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt schön gemütlich zu Hause gefeiert und seid gut und gesund rübergerutscht. Das Thema heute ist was ich schon lange auf meiner Liste hatte und es jetzt endlich ausprobiert habe. Und das sind Bienenwachstücher. Einige von euch werden das sicher auch schon kennen, aber ich bin sicher, dass es auch solche gibt, die das noch nicht kennen. Und ich fand das so cool zu machen und so einfach zu machen, dass ich das euch heute unbedingt mal zeigen wollte. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt mit dieser Frischhaltefolie. Ich kriege das nie gebacken, dass die nicht irgendwie sich zerkringelt oder verkringelt und ich das dann nicht sauber über die Schüssel kriege. Ich habe da echt, ich mag dieses Ding überhaupt nicht. Man kann das wirklich so sagen. Und ich hatte euch auch schon mal gezeigt, wie ihr einen Lunchbag aus beschichtetem Material machen könnt. Das ist halt einfach chemischer Prozess hergestellt, von dem her, das mag auch nicht jeder. Von dem her wollte ich euch heute zeigen, wie ihr Wachstücher selber machen könnt. Und diese Wachstücher, da machen wir Bienenwachspellets drüber. Und dadurch, dass wir das dann mit dem Bügeleisen festpressen, geht der Wachs auch durch den Stoff durch. Das heißt, es ist dann auf beiden Seiten beschichtet. Ihr könnt die eben verwenden. Ihr könnt irgendwas, Gemüse, Gurke, was auch immer nehmen und das dann drüber machen. Und durch eure Körperwärme behält das dann auch die Form. Und wenn ihr das verwendet habt, dann könnt ihr das ganz einfach mit etwas Spülmittel und lauwarmem Wasser abspülen. Für was ihr es nicht verwenden könnt, ist zum Beispiel rohes Fleisch oder Fisch, also alles, was so sehr stark bakterienhaltig halt ist. Und ich würde auch, wenn ihr zum Beispiel Zwiebeln oder Knoblauch damit einpackt, drauf gucken, dass ihr ein separates nehmt, weil der Geruch halt dann schon ein bisschen zurückbleibt. Aufbewahren, ihr könnt die wirklich, die nehmen nicht wirklich viel Platz weg und es hat jetzt hier Kanten drin, aber sobald ich das irgendwo drüber lege, dann geht diese Kante wieder weg durch meine Körperwärme. Und ihr könnt die in allen möglichen Größen machen. Und hier, ich habe zum Beispiel auch eine Haube für meine Standardschüsseln, aber auch die kann man dann wieder flach hinlegen, wenn man sie nicht braucht. Aber ihr seht, das deckt hier wirklich alles wunderbar ab. Und ich streiche einfach dann über die Schüssel drüber und bleibe mit der Hand ein bisschen drauf, damit das mit meiner Körperwärme diese Kanten quasi behält. Natürlich sind sie nicht gemacht für die Hitze, also wenn ihr da irgendwas einpackt und das dann an der Hitze stehen lasst, dann schmilzt der Wachs, weil es ist Wachs. Aber per se Lebensmittel an die Sonne zu stellen, ist ja eh nicht wirklich ein guter Plan. Und ihr könnt damit eben einerseits Tücher machen, aber ihr könnt natürlich auch solche Lunchbags machen, wo ihr ein Brötchen reinpacken könnt und hier mit einem einfachen Verschluss das zumachen könnt und so das immer wieder verwenden könnt. Die sind, ich habe logischerweise, weil ich erst gerade damit angefangen habe, habe ich nicht große Erfahrung damit, wie lange man die nutzen kann. Und was ich gesehen habe, die sagen natürlich auch, je nachdem wie intensiv man diese Dinge nutzt, aber das kann gut so 1 bis 1,5 Jahre könnt ihr sowas verwenden. Ich würde natürlich, wenn es euch passiert, dass irgendein Lebensmittel hier drinne gammelt, dann würde ich das natürlich nicht wieder verwenden, weil mit Spüli und ein bisschen lauwarmem Wasser kriegt ihr die Bakterien dann nicht wieder raus. Von dem her, würde ich das dann eher
wegschmeißen. Aber wie ihr das Ganze eben mit Bienenwachspellets beschichten könnt und dann das auch vernähen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist einerseits Stoff. Da könnt ihr wunderbar eure Reststoffe verwenden. Ich habe einfach eine gewebte Baumwollware, damit funktioniert es eigentlich am besten. Ich werde daraus nachher eine Tüte machen und deshalb gebe ich euch hier kurz die Maße, aber da könnt ihr echt einfach das nehmen, wie es euch am besten passt. Und das hier ist 45 cm mal 22 cm und der Streifen, den ich habe, um das Ganze quasi zu verschließen, ist dann natürlich auch die 22 cm, das heißt dieselbe Breite wie der Stoff. Und in der Höhe könnt ihr da 4 bis 4,5 cm nehmen. Dann brauchen wir natürlich den Bienenwachs. Ich habe hier einen aus dem Bastelshop, aber da könnt ihr auch bei einem Imker bei euch vor Ort gucken, ob ihr da was kriegt. Die haben teilweise das auch, stellen das online zur Verfügung, wo ihr euch das zuschicken lassen könnt. Und das sind hier so Pellets, die finde ich eigentlich fast am praktischsten. Dann, um den Stoff zuzuschneiden, würde ich eine Zickzackschere nehmen, weil das verhindert dann, dass der Stoff ausfranst. Dann habe ich, ihr könnt mit einem Schmelzziegel arbeiten oder ihr könnt auch einfach ein Einmachglas nehmen und das ins Wasserbad reinstellen. Ich habe hier ein Glas, was ich immer für das verwende. Und dann einen Pinsel, um das Ganze zu bestreichen. Ich würde eher einen breiteren Pinsel nehmen, das geht dann ein bisschen einfacher. Natürlich braucht ihr dann auch Backtrennpapier. Und zwar habe ich ein großes Stück, wo ich nachher die Stücke zum Trocknen hinlege. Und dann habe ich 2 Stück, wo ich eins drunter lege und eins drüber lege, weil wir gehen da mit dem Bügeleisen drauf, um den Wachs zu verteilen. Das heißt, ihr braucht auch noch ein Bügeleisen und wenn ihr eben auch eine Tüte machen wollt, dann braucht ihr dann auch noch die Nähmaschine. Ich gebe jetzt hier schon ein paar Pellets rein, da braucht ihr auch echt nicht viel. Macht da mal so viel rein. Und wenn dann ein bisschen zu viel drin ist, könnt ihr das einfach austrocknen lassen. Ihr seht, das hat auch noch Resten vom vorigen Mal, wo ich das gemacht habe. Ich verwende dieses Glas halt einfach nur für das und dann kann man das auch austrocknen lassen. Und beim nächsten Mal, wenn man es macht, dann löst sich das Ganze ja wieder auf. Von dem her könnt ihr das so machen. Jetzt werde ich kurz meinen Arbeitsplatz vorbereiten, damit ich da dann drauf bügeln kann. Und ich werde das hier im Wasserbad auflösen. Das heißt, ihr füllt eine Pfanne oder ihr macht in eine Pfanne Wasser rein und stellt dann das Glas da rein und kocht es auf und dann könnt ihr da mit dem Pinsel ein bisschen verrühren und ihr seht dann auch, wenn es flüssig ist, dann könnt ihr damit auf den Arbeitsplatz dann wieder zurückkommen. Und genau das mache ich jetzt kurz. Das Wachs hat sich bei mir schon aufgelöst. Na, so sieht es dann aus, wenn es flüssig ist. Und ich habe das Bügeleisen auf die höchste Stufe eingestellt und da natürlich den Dampf rausgenommen. Und jetzt kann ich das Ganze hier einfach mit Wachs einstreichen. Macht zuerst das kleine Stück, dann seht ihr das am einfachsten. Guckt einfach, dass überall ein bisschen drauf ist. Weil mit der Hitze des Bügeleisens verteilen wir das Ganze jetzt ringsherum. Und wenn ihr das mehrmals verwendet, natürlich drauf gucken, dass die Wachsschicht, die ihr schon habt, dass die beiden aufeinander liegen. Jetzt gehe ich da mit dem Bügeleisen drauf und ihr seht auch sofort, diese dunklen Stellen, das ist der Wachs, der sich quasi verteilt. Da guckt ihr einfach, dass überall drauf ist. Es geht auch extrem schnell. Guckt einfach, dass ihr den Wachs dann nicht irgendwo raus verteilt, dass der rausläuft. Dann müsst ihr das auch sehr schnell abziehen. Und das irgendwo hinlegen zum Trocknen. Das geht auch extrem schnell. Einfach, wo es flach ist. Und dann gehen wir auch schon zum zweiten Stück. Auch da wieder den Wachs großzügig verteilen.
Wenn ihr da zu wenig habt, ne, einfach noch ein paar Pellets wieder reinmachen und dann das Ganze nochmal aufwärmen. Ihr könnt auch erstmal eine erste Schicht machen und wenn ihr dann seht, das hat zu wenig, das heißt, das Tuch wird nicht überall dunkel, dann geht ihr einfach noch ein zweites Mal drüber. Was wichtig ist, ist natürlich, dass ihr den Stoff vorher gewaschen habt, ne? Weil nachher kann man den nicht mehr waschen. Und ich finde das im Glas eigentlich einfacher, als wenn ihr, ne, es gibt Leute, die machen die Pellets direkt auf das Tuch drauf und lösen die dann quasi mit dem Bügeleisen auf, aber ich finde das so eigentlich fast praktischer. Ich habe jetzt bei mir gesehen, dass ich durchaus noch weiße Stellen habe. Das heißt, ich gehe da nochmal drauf. So, die zweite Ladung und ich spüre jetzt auch auf dem Stoff, wo noch zu wenig Wachs drauf ist und da verteile ich jetzt einfach wieder von diesem Wachs. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to the day. Wichtig ist einfach, dass ihr das schnell vom Backpapier runterzieht und das dann auch irgendwo hinlegt, wo das flach trocknen kann. Geht auch wirklich super schnell. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, das in der Luft kurz festhalten und einfach gerade runterhängen lassen. Auch das geht. Das Ganze hat jetzt überall eine Wachsschicht drauf und zwar innen und außen. Dadurch, dass wir das quasi gebügelt haben, ist es auch in die Fasern reingegangen. Und damit ihr könnt es jetzt eben irgendwo durch eure Körperwärme, nehmt es die Form an, die ihr haben wollt. Aber wir wollen ja heute hier noch eine Tüte nähen damit. Und zwar mache ich das jetzt einfach so, dass ich die Außenseite des Stoffes so hinlege, so groß wie ich die Tüte halt eben haben will. Das heißt, das hier wird oben die Lasche. Da kann ich den Rest hier oben anlegen. Auch super, ne? Ich kann es nur festdrücken durch eure Körperwärme. Dann behält es dann quasi die Form. Und jetzt wollen wir ja nachher, das soll ja nachher so sein, dass es so und so liegt. Und hier ein Streifen ist, wo ich diese Lasche reinschieben kann. Und deshalb gucke ich jetzt kurz, wo die dann zu liegen kommen muss. Das heißt, ich will die möglichst hoch hier oben haben. Nicht ganz am Rand, aber doch schon hoch. Die lege ich mir so zurecht, dass das gerade ist. Und das ist jetzt die Außenseite. Und da lege ich jetzt quasi das wieder so hin, dass ich die Innenseite sehe. Das heißt, das Band guckt mich hier jetzt, das ist die Innenseite, das ist die Außenseite. Und so nähe ich jetzt ganz einfach hier ab dieser Kante runter, hier runter und am Anfang und am Ende verriegel ich das kurz und das mache ich jetzt kurz auf der Nähmaschine und bin dann gleich wieder zurück. Und wenn ihr das genäht habt, dann könnt ihr das auch wenden. Dann könnt ihr das hier oben noch ein bisschen zurückschneiden, damit die Lasche dann auch schön reinpasst. Dann haben wir hier auch schon unsere Tüte, wo ihr was reinpacken könnt und dann das Ganze hier einfach drunter schieben könnt.
und so verschließen. Und so habt ihr eine einfache Tüte mit einem sehr einfachen Verschluss. Es geht auch nicht darum, dass das Felsen festhält. Wenn ihr da was haben wollt, was fester befestigt werden kann, dann könnt ihr da auch Druckknöpfe oder einen Klettverschluss dran machen. Das geht natürlich auch. Mir ging es darum, hier wirklich einen einfachen Verschlussmechanismus da drauf zu machen, damit ich das einfach ein bisschen reinschieben kann. Und gut ist. Von dem her hier eine Tütenvariante, kleine Tücher, große Tücher, und ihr seht, die nehmen auch nicht wirklich viel Platz weg zum Aufbewahren. Und dann hier ein Beispiel, wo ich das einfach über eine Schüssel gemacht habe, und ihr seht auch, die behält die Form, dadurch, dass ich das mit der Körperwärme drüber gestrichen habe. Ich mache das dann jeweils einfach so und halte da kurz die Hand dran, und dann übernimmt das schon so die Form, die ich dann auch haben will. Und so einfach könnt ihr Wachstücher selber machen oder eben auch so eine kleine Tüte, wo ihr Sachen reinmachen könnt. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept up.